Auch heute wieder live und in Farbe. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Und das Thema heute lautet Sparrechner, weil wenn du wissen willst, wie viel Zinsen du in der Zukunft bekommst, in einem Jahr, in 2, in 3, in 10, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder rechnest du dir das selber aus, als hier oben im Kopf, oder du nimmst Bleistift und Papier. Aber es gibt natürlich auch Smart Tools wie Sparrechner. Ich habe mir 2 Sparrechner rausgesucht, mit denen ich auch persönlich selbst arbeite, und die stelle ich dir jetzt vor und es geht auch schon los. Genau, hier sind wir. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid heute. Der erste Sparrechner, den ich euch zeigen möchte, ist der Sparrechner vom Team Finanzfluss. Die haben hier eine eigene Webseite mit einem Sparrechner entwickelt. Der heißt finanzfluss.de/Rechner/Sparrechner. Und der Link, den werde ich euch unten auch noch mit in die Videobeschreibung packen. Und der zweite Rechner ist der Rechner von zinsen-berechnen.de/Sparrechner.php. Und diese 2 Rechner werden wir jetzt kurz mal vergleichen. Dann schauen wir, ob die beiden Rechner gleiches Ergebnis bekommen, und lasst euch überraschen. Schaut das Video bis zum Schluss. Ich möchte berechnen das Endkapital. Gehe hier auf Endkapital. Wir starten mit einer Einlage von 1000 Euro. Wir werden monatlich sparen. Die Sparrate, die wir uns auswählen wollen, sind 50 Euro pro Monat. Das Zinsintervall soll monatlich ausgeschüttet werden. Wo bekomme ich das? Main Street Capital zahlt monatlich eine Dividende, und wir sagen, pro Jahr haben wir einen Zinssatz von 6,81%. Genau das ist aktuell der Fall bei Main Street. Und jetzt schauen wir erstmal für ein Jahr genau, was dann hier unten herauskommt. Hier kann man aktivieren die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag aktuell zu berechnen. Jetzt gebe ich hier den Wert ein, 26,370. Steht's, wie komme ich auf diesen Betrag? 26,37. Die Abgeltungssteuer macht 25% aus, plus 1,37% des sogenannten Solidaritätszuschlags, und damit kommen wir auf diesen Wert 26,37. Ich verlinke euch das Beispiel auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Und jetzt gehen wir zurück zu dem Sparrechner von Finanzfluss, und dann sagen wir hier berechnen. Dann bekommen wir hier schon Werte heraus. Das Endkapital würde 1668 betragen. Gesamte Zahlungen sind die 1000 plus 50 Euro mal 12, das macht 1600. Zinsen gesamt 92,87. Und er zieht jetzt also auch schon die Kapitalertragssteuer ab mit dem eingetragenen Satz. Und da kommen wir dann Zinsen nach Steuern auf 67,86. Das Ganze ist hier nochmal in einer Textform im genauen Details beschrieben, und man kann hier unten eine schöne Grafik, also ein Diagramm, sich anschauen und sieht also den Basisbetrag hier von den Einzahlungen und obendrauf nochmal die im 12. Monat 68 Euro Zinsen nach Steuern. Also wirklich eine super Sache. Ob der auch richtig rechnet, schauen wir es uns an. Der Sparrechner von zinsen-berechnen.de, da geben wir jetzt einfach mal analog die gleichen Werte ein. Sparkapital, Anfangskapital war 1000 Euro. Die Sparrate sind 50 im Monat. Ich will ein monatliches Sparintervall. Einzahlungsart ist vorschüssig. Dynamik lasse ich weg. Die Zinsen waren 6,81 für Main Street Capital, Dividendenhöhe. Dann monatlich ist die Zinsperiode. Zinsen sollen weiter wieder eingezahlt werden. Ansparzeit machen wir ein Jahr. Die Steuern wollen wir auch berücksichtigen, geben hier auch ein 26,370, und jährlicher Steuerfreibetrag, den kann man hier mit eintragen, ist 1000 Euro. Ich gehe auf Berechnen, und was bekommen wir hier raus? Hier unten haben wir dann diesen Block Ergebnis. Wir kommen also auch auf unsere 1692,87, Zinsen insgesamt 92,87. Das hat der Sparrechner von Finanzfluss auch uns herausgespuckt, und die Einzahlungen stimmen auch 1600. Was wir halt jetzt nicht genau sehen, ist die Steuer, weil er den Freibetrag hier schon abgezogen hat, berücksichtigt. Deswegen sind die Steuerabzüge gleich 0. Wir können nochmal eine neue Berechnung machen und sagen, wir haben den schon ausgeschöpft und keinen jährlichen Steuerfreibetrag mehr übrig. Dann mache ich eine neue Berechnung, und tatsächlich zieht er uns jetzt hier die 24,30 Euro ab. Zwecke beide Rechner gut verwenden, und ich bin gespannt, habt ihr auch irgendwelche Sparrechner? Was genau verwendet ihr, um eure Dividenden- und Zinserträge vorherzusehen? Und schreibt es mal unten gerne in die Kommentare, und wenn ihr
Mehrwert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einfach mal ein Like da oder abonniert den Kanal. Ja, schaut auch die anderen Videos auf meinem Kanal. Das war's schon in aller Kürze und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr auch noch wissen wollt, welche Aktien über 9% Dividende zahlen, dann schaut mal hier auf die Main Street Capital. Und wenn ihr wissen wollt, wie man für Kinder ein Depot bei der Consorsbank eröffnet, dann schaut auf das andere Video. Und ich bin gespannt und freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und einen schönen Tag.